Audax Randonneurs Mondejoux, das legendäre Superbrevet Paris-Brest-Paris, 1200 Kilometer pure Ausdauer, knappe 7000 Teilnehmer weltweit, fahren von Paris an den Atlantik und wieder zurück, Tag und Nacht im Sattel, in kühlen Nächten und bei glühender Hitze, zwischen Euphorie und totaler Erschöpfung, Faszination Brevetfahren, das ultimative Event aller Randonneure, das Superbrevet Paris-Brest-Paris. Willkommen zu Teil 14 zur Etappe 7. Es geht jetzt also auf die letzte Teilstrecke vor dem Wendepunkt in Brest, über einen großen Berg rüber, das Ganze mit der Vorbelastung, die ich habe. Und mir wird es da nicht so allzu gut bei ergehen. Haben wir jetzt die Teilstrecke von Carhaix-Plouguer nach Brest, 90 Kilometer mit 1200 Höhenmetern. Ich unterteile die Strecke, werde in der Mitte dann einmal übernachten, eine lange Schlafpause einlegen. Und so habe ich hier gar nicht viel Zeit verbracht auf dem Kontrollpunkt. 25 Minuten gerade mal. Also nur stempeln, ein paar Kleinigkeiten, ein bisschen gucken. Groß Fotos habe ich nicht gemacht. Und gegessen habe ich auch nichts. Also der zweite Checkpoint ohne was zu essen. Also sicherlich nicht gut. Ich wäre besser beraten, hier jetzt Pause zu machen, irgendwie was zu essen und dann hier zu schlafen. Also, so geht es zum Start der Etappe 7. Haben jetzt 8:30. 25 Stunden habe ich grob für 514 Kilometer gebraucht. Hier mit den beiden Schildern für den Hinweg und den Rückweg, die begehrten Schilder. Wachzeit ist jetzt 37,5 Stunden für mich, die ich auf bin seit Sonntagmorgen. Und die Erschöpfung wird jetzt doch zunehmend schnell einsetzen bei mir. So das Fahren bei der Hitze des Tages, das zu wenige Essen, das wird jetzt bald Wirkung zeigen bei mir. Und so geht es aber für uns erstmal raus aus Carhaix-Plouguer. Jetzt auch nicht mehr so viele Fahrer, also jetzt Gruppen zu finden wird zunehmend schwieriger, die ein schönes Tempo fahren, was man fahren mag. Und so stehen hier wieder Streckenposten, die aufpassen, dass da nichts passiert, dass notfalls ein Auto angehalten wird. Und auf geht's zur letzten Teilstrecke. Recht einsam diesmal. Also in der Stadt standen ja noch ab und zu vereinzelt ein paar Leute, die sich das anguckten. Das werden die letzten bleiben bis Brest. Da werden jetzt kaum mehr Dörfer oder kleine Städte sein. Wir fahren eher durch dunkle Wälder und über einsame Landstraßen. Und das alles mit wenig anderen Fahrern. Und so geht es anfangs einen Berg hinunter, wo man nochmal schön rollen kann, schnell ein paar Kilometer hinbekommt. Haben mittlerweile etwas nach 21 Uhr. 45 Minuten habe ich gebraucht für 19 Kilometer grob. Mir hatte ein Franzose angeboten, in seinem Wohnmobil zu übernachten, hat mir sogar auf Bitte da Stromkabel reingelegt, dass ich meine Handys und meine Akkubank und die Kamera aufladen kann. Und das wollte ich ganz gern wahrnehmen. Ich hatte gedacht, ich kann das bis Mitternacht schaffen. Das war in Sizun, das ist so 30 Kilometer vor Brest. Und so war ich ganz froh, dass ich hier ein paar Fahrer gefunden habe, die einen ordentlichen Speed hatten, wo ich mich in die Gruppe reingehangen habe, die mich dann schön mitgezogen haben.
Alleine hätte ich das Tempo nicht halten können. Da war einfach zu viel Energie weg bei mir. Und so habe ich versucht, mit denen hier mitzuhalten. Nachher auch den ganzen Anstieg an. Erst beim Runterfahren lasse ich abbrechen, weil ich einfach nicht mehr mitkomme und weil mir dann auch fürchterlich kalt werden wird. Ich werde dann alles, was ich mit habe, anziehen, inklusive Beinlinge und lange Handschuhe. Und so rauschen wir durch eine einsame Bretagne mit ab und zu ein paar Häusern rechts und links. Sonst ist da nichts los. Und gleich geht's den Berg hoch. Und der Anstieg ist kilometerlang. Und die Jungs werden Druck machen hier. Da werde ich wirklich Mühe haben, mit dran zu bleiben. Überholt hat uns keiner und wir überholen auch nur ein paar Fahrer. Also die Zeit scheint echt die zu sein, wo die meisten sagen, so jetzt ist Zeit für eine Pause und sich hinlegen. Und dass deswegen das hier so leer ist. Und wenn ich dann sehr früh am Morgen wieder weiterfahre, dann ist die Straße wieder voll mit Radfahrern. Dann haben die sich alle genug ausgeruht. Dann sitzen alle wieder auf den Rädern. Und hier in der Mitte dieses ockerfarbene Feld, das ist dieser Berg, über den wir rüber müssen. Und jetzt sind wir am Steigen. Wiegetritt, Kilometer für Kilometer. Der hat ja auch schon Probleme gemacht, der hielt dann auch nicht ganz das Tempo, ließ dann Lücken aufreißen. Da merkte man auch schon, also da haben viele jetzt Probleme bekommen. Die Energie war einfach weg. Und ein paar waren noch frisch genug oder hatten einfach die Power, da Druck zu machen. Und wir haben dann probiert, dran zu bleiben. Vorn bin ich jetzt auch nicht mehr gefahren. Ich habe mich einfach irgendwie in den Windschatten von dem einen oder anderen gehängt. Und es wurde dunkler und dunkler. Und wieder jemand, der so eine Satteltasche, die so hin und her baumelte. 21:40 Uhr haben wir. 1 Stunde 15 gefahren, 30 Kilometer, insgesamt 26 Stunden für 544 Kilometer. Und hier habe ich jetzt abreißen lassen, habe auch nicht mehr gefilmt. Mir ging es einfach zu schlecht. Mir hing der Magen sonst wo. Und ja, die Energie war nicht mehr im Körper drin. Das war jetzt für mich echt der Zeitraum, wo ich mich nur noch gequält habe. Und ja, mir blieb ja auch nichts über. Da war nichts anderes, wo man hätte schlafen können. Und ja, ich wollte meinen Gastgeber, dem ich zugesagt habe, da vor Mitternacht anzukommen, das wollte ich ja nun irgendwie erreichen. Mittlerweile Wachzeitraum 42 Stunden für mich gewesen. Bin dann alleine diesen Berg runter, nicht besonders schnell, obwohl es bergab ging. Ich habe gefroren. Um 23:10 Uhr bin ich dann mitten in der Nacht bei meinem Gastgeber angekommen. Habe dafür 2 Stunden 45 gebraucht für die 56 Kilometer. Insgesamt sind es dann 27 Stunden 40 für 570 Kilometer. 45 Minuten habe ich dann für eine warme Dusche und Essen gebraucht. Joghurt, Obst und Nüsse ging bei mir noch, das habe ich irgendwie reinbekommen. Danach bin ich dann nur noch in das Wohnmobil gegangen und ja, meine Geräte angeschlossen, dass die dann
laden können, solange ich denn jetzt schlafe. Und bin dann echt nur noch ins Bett gefallen und war sofort weg. Das hat ein paar Sekunden gedauert, dann habe ich geschlafen. Habe mir dann zum Glück vorher einen Wecker angemacht. Auf 5 Stunden habe ich mir gegeben. Erst war der Plan nur 4 Stunden zu schlafen, aber ich war so kaputt und sagte, die Stunde, die gebe ich mir noch mehr. Die wird hoffentlich Wunder bewirken. Und das hat es auch zum Glück. 6,5 Stunden habe ich jetzt hier in Sizun gebraucht für das Duschen, Essen, Schlafen und das Rad wieder fertig machen, bevor ich dann aufs Rad ging. Zum Frühstück gab es die Reste, die ich mir mit ins Mobil genommen habe, plus meine letzten beiden Eier. Und dann ging es wieder aufs Rad, die letzten Kilometer nach Brest rein, durch eine kühle, dunkle Nacht. Ich sehe nichts mehr hier, Elber. Ach, das ist eine Suppe. Die Straße sieht man gerade so, wenn man sich blendet. Aber wir haben jetzt 5:30. Es ist scheißkalt. Ich habe sogar zum Glück doch die langen Handschuhe mitgebracht. Die meisten anderen fahren immer noch kurze Hose. Ich tippe mal, weiß ich auch nichts anderes mit. Ja, mindestens einer mit einer riesen Lampe oder ein paar mehr sind hinter mir. Habe jetzt also die ersten 10 Kilometer hinter mir und fahre so früh durch die Nacht. Da ist der Knack. Ich habe auf dem Video sieht man fast gar nichts. Ey. Das ist hier nur Nebel. Und ich habe 5 Stunden lang geschlafen. Ich war gestern so fertig, habe mir einen Platz gesucht. 5 Stunden tief und fest. Nur der Wecker hat mich rausgerissen. Ich filme wieder, wenn die Sonne hochkommt. Dann fahren wir ja zum ersten Mal dem Sonnenaufgang entgegen. Ach, die Brille ist das, die hier so viel Nebel macht. Dann ging es wieder einen Berg runter und die Fahrerdichte wurde wieder deutlich höher. Eine riesige Gruppe war da dann vor mir. Und so konnten wir wieder mit gutem Speed den Berg runterrauschen. Durch eine dunkle und kalte Nacht. Aber jeder weiß, das dauert nicht mehr lang, dann kommt die Sonne wieder hoch und es wird wieder ein hochsommerlicher Tag werden. Er wird heißer werden als der Tag zuvor.
das denn für ein Teil? Sehr kompakt. Sehr geil. Wie so ein Velo-Home, bloß ohne Radio, ne? Da sieht man ja nichts. Und jetzt sieht man auch nichts. Ja, wie so ein Velomobil, bloß ohne Verkleidung. Bestimmt trotzdem sauwindschnittig. Aber ich hätte Angst, dass das Ding übersehen wird und dann rollt da einer rüber. Haben jetzt knapp über 20 Kilometer seit dem Zwischenstopp von Etappe 7. Also frische Beine und frisches Hinterteil, wo man nicht mehr so ruckeln muss auf dem Sitz. Also gestern auch zum Schluss, die letzten 100 Kilometer, alle haben mir wieder ständig die Hände vom Lenkrad genommen und geschüttelt, weil ihnen einschlief oder da taub wurde. Und rumgeruckelt haben die auf dem Sattel. Also echt kaum einer ganz ruhig gesessen. Jedenfalls die ganze Zeit. Immer wieder auf die eine oder andere oder aus dem Sitz raus. Ja, ich höre auf, das ist eh nichts zu sehen, außer pechschwarz. Halb 7 haben wir mittlerweile. Knappe Stunde bin ich unterwegs. Hab nun 35 Stunden für knappe 590 Kilometer hinter mir. Ja, ging ganz schnell gleich. Denn ich dachte, da kommt noch die Brücke. Ging die ganze Zeit durch die Stadt, aber ohne Brücke. Oder ich habe sie nicht gesehen, aber das ist nun Halbzeit für mich. Und nun gab es so früh am Morgen schon den ersten Applaus. Oh, Scheiße, ach, das sind die Dosen. Ja, das waren die leeren Dosen. Aber ich tippe mal, die haben gerufen, na, wir machen das. Und als wir durch Brest gefahren sind, war ja noch sehr früh, da war es noch sehr schummerig. Aber ein paar Anwohner standen da schon und haben dann applaudiert und Bravo, Bravo gerufen. Und so geht's wieder über die Kontrollmatten nach Brest zum Checkpoint rein. Ja, für das zweite Teilstück der 7. Etappe habe ich dann knappe 2 Stunden gebraucht. 34 Kilometer waren das. Herzfrequenz wieder ein bisschen tiefer, bei knapp unter 120. Und 10 Stunden 50 habe ich gebraucht für die 90 Kilometer. Da war da die lange Pause mit drin, 6,5 Stunden lang, mit 5 Stunden Schlaf. Und insgesamt habe ich jetzt 35 Stunden für 600 Kilometer gebraucht. Und so suche ich mir erstmal einen Platz, was gar nicht so einfach war, wo ich mein Rad abstellen kann. Und hier war schon reges Treiben. Viele kamen, haben irgendwas vorbereitet und sind dann wieder losgefahren. Kein Platz, ey. Die ersten legen schon die Räder hin. Hier ist kein Platz. Hier die Bank. Nicht die. Ja, war alles voll. Überall war ein Rad angelehnt. Ja, die ersten waren auch verzweifelt, haben dann die Räder einfach hingelegt. Und dann habe ich das hier an die Bank gelehnt und wollte dann nur stempeln, ein bisschen gucken, ein paar kurze Aufnahmen machen, ein paar Impressionen einfangen. Und dann wollte ich auch wieder weiter. Und hier war auch reger Betrieb, also ein paar Leute mussten wohl irgendwie eine Kleinigkeit an ihren Rädern machen. Die Stempel bekam man dann hier draußen. Und da sieht man mal die Handschuhe. Das sind so ganz dünne Wollhandschuhe mit langen Fingern. Und ich war heilfroh, dass ich sie mit hatte. Habe also ab Mitternacht und den Morgen jetzt diese Handschuhe angehabt. Stempel bekommen.
und habe mir jetzt noch einen Augenblick hier das Geschehen auf dieser Kontrolle angeguckt. Kontrolle in Brest. Fast 36 Stunden, 35, dreiviertel Stunden habe ich gebraucht. Mit 5 Stunden Schlaf. Ja, erstmal raus aus den Klamotten, es wird langsam warm. Guck mal hier eben rein. Nee, ich glaube, das ist hier echt nur Stempeln und weiter. Ja. Hier gibt es kein Innenleben scheinbar. Und das hier ist Paul aus Dänemark. 83 Stunden hat er gebraucht, hat gefinisht. Und hier gab es dann Duschen, große Schlafsäle, auch was zu essen. Aber ich bin nicht reingegangen. Einige haben hier wohl Partner mitgehabt, die ihnen Essen und Stühle gebracht haben und konnten dann draußen sich hier verpflegen. Mussten nicht lange warten. Ein paar Velomobile, ein William aus USA wird es schaffen in 88 Stunden. Dann der Helmut von der ARA Ostfalen mit der F100 in 77 Stunden, genauso wie sein Landskollege Joseph in 81 Stunden mit der F180. Und hier so ein schönes Ranuleursrad, ganz in Silber. Hätte bestimmt gut auf der Bike-Show Platz finden können, wenn es da vielleicht sogar war. Und so haben einige ihre Flaschen mit Wasser aufgefüllt, teilweise irgendwie was reingekippt, irgendwelche Püderchen. Gab es ein bisschen Energiepulver ins Wasser. Joseph fährt weiter. Denk mal, in ihren Velomobilen frieren die nicht so sehr. Dann die Maeva aus der Schweiz, die in 80 Stunden finishen wird mit diesem hübschen bunten Rad. Und so starte ich wieder meine Pulsuhr. Es geht weiter für mich. Nach 30 Minuten Pause hier bei Kontrolle 7. So, kleine Pause gab es hier, aber jetzt geht's weiter. Es geht Richtung Brücke. – 92 Kilometer bis zum nächsten Stopp. Auf zur Etappe 8. Haben jetzt 7:15. Insgesamt sind es jetzt für mich 36 Stunden für die halbe Tour. In Brest 30 Minuten Pause und wieder nichts gegessen. Ja, in Brest hatte ich mir nie die Zeit genommen, mir das da mal anzugucken. Das scheint ein bisschen weitläufiger zu sein. Aber nur zu gucken wollte ich da nicht so viel rumlaufen. Achtung, Achtung! Oh. So. Das ist Reflexachtung, obwohl er das vielleicht nicht versteht. Hier kann man wohl pennen, ja, duschen und schlafen. Mir sagt aber unterwegs einer, dass einige Plätze davor viel schöner zum Schlafen sind und Brest nicht so toll ist. Wahrscheinlich wollen auch viele dann nach Brest, so dann hat man die Hälfte und da dann schlafen, dass das hier entsprechend voll ist. Also es geht weiter. Start zur Etappe 8. Geht erstmal zur Brücke, dann wieder in einen herrlich sonnigen Hochsommertag mit viel Hitze. Weiterhin Essproblem bei mir.
Ich werde mir nachher Salz reinkippen, damit ich das irgendwie in den Griff bekomme. Und wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Teil. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.